Sie war eine der ganz wenigen Künstlerinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die den Mut hatte, sich abseits von akademischen Traditionen den neuesten Experimenten der europäischen Avantgarde zu widmen. Herzlich willkommen im Belvedere. Mein Name ist Stefanie Auer, ich bin Assistenzkuratorin und ich freue mich sehr, heute eines meiner Lieblingsbilder vorstellen zu dürfen. Es handelt sich dabei um Helene Funkes Gemälde Träume oder auch Die Träumenden, das im Jahr 1913 entstanden ist. Das Bild weckt immer wieder meine Aufmerksamkeit durch diese ungewöhnlich leuchtende Farbigkeit. Und wenn man das Bild jedoch genauer anschaut, ist es überraschend, dass die Künstlerin so kräftige Farbakzente wählt, um so eine introvertierte Szene darzustellen. Sie zeigt uns eine Gruppe von Frauen, die ihren Tagträumen nachhängen. Sie sind in einem Zustand der inneren Versunkenheit. Die Künstlerin gewährt uns Einblick in eine sehr schutzlose, intime Szene. Sie zeigt Frauen, die in dem Moment keine Repräsentationsfunktion erfüllen müssen. Sie bewegen sich völlig ungezwungen, frei. Den Aspekt unterstreicht die Künstlerin auch durch die Wahl der Kleidung. Die Frauen tragen Reformkleidern ähnliche Kleider mit einfachen Schnitten und, das ist besonders hervorzuheben, sie tragen kein Korsett, was eigentlich damals üblich gewesen wäre. Diese Reformkleider zu tragen, glich damals eigentlich einem Akt der Emanzipation. Und ich finde, in diesem Streben nach Mobilität, nach körperlicher Freiheit, erscheinen die Frauen sehr geeint. Die Künstlerin wählt zwar eine relativ lockere Komposition, aber die Damen korrespondieren durch zarte Bewegungen, Überschneidungen miteinander und verlieren eigentlich nie den Kontakt zueinander. Helene Funke kreiert in dem Bild einen weiblichen Idealort, wo die Frauen ihren Sehnsüchten nachhängen können und diese inneren Wünsche nicht im Widerspruch zu ihrer damaligen Lebenswirklichkeit stehen. Helene Funke war es gelungen, dass sie ihren Sehnsüchten wirklich nachgeht. Sie hat sich gegen den Widerstand ihrer Familie, der Gesellschaft durchgesetzt und war eine selbstständige Künstlerin geworden. Und dafür brauchte es damals Mut. Und ich finde, genau diese Courage, die Helene Funke hatte, spiegelt sich auch in der Wahl dieser selbstbewussten Farbigkeit wider. Und die Frage ist, woher kommt dieser Einfluss? Funke hat in Paris gelebt. Sie ist damals mit der neuesten Bewegung der Avantgarde, den Fauve, in Berührung gekommen. Das war eine Künstlergruppe um Henri Matisse, die auch wilde Bestien genannt wurden, weil sie mit den damaligen Sehgewohnheiten revolutionär gebrochen haben. Und Helene Funke gestaltet ihr Bild wirklich ganz stark nach den Errungenschaften der Fauve. Man erkennt das an dem Einsatz dieser leuchtenden, reinen Farben, an den starken Konturen, die die Figuren umgeben. Sie nimmt teilweise die Leinwand und bezieht sie als Gestaltungselement in die Komposition mit ein. Und was ganz besonders ins Auge sticht, ist ihre Verwendung von Komplementärkontrasten. Das sind Farben, die in starkem tonalen Unterschied zueinander stehen, wie zum Beispiel das Rot und das Grün bei der Dame, die sich da am Tisch aufstützt. Bewusst setzt Funke auch noch einmal eine rote Masche vor den grünen Hintergrund. Oder auch hier kann man das erkennen. Bewusst setzt Helene Funke orange Tulpen neben ein blaues Kleid und gelbe Tulpen auf ein violettes Tischtuch oder ein violett getupftes Kleid. Und wenn man diese Farben nebeneinander setzt, steigern sie sich in ihrer Erscheinung und beginnen so stark zu leuchten, was in diesem Bild besonders schön auffällt. Helene Funke hat eigentlich den Geist des Fauvismus nach Wien gebracht. Sie war eine der ganz wenigen Künstlerinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die den Mut hatte, sich abseits von akademischen Traditionen den neuesten Experimenten der europäischen Avantgarde zu widmen. Funke verfolgte ihren Weg unbeugsam. Und dieses Streben nach Selbstständigkeit und Freiheit spiegeln auch die Protagonistinnen ihrer Werke wider. Ich würde euch nun einladen, die Werke von Helene Funke in unserer Sammlung selbst zu entdecken und hoffe, sie begeistern euch genauso wie mich.